Hallo meine Freunde der Werkstatt. Heute geht es um DeWalt-Akkus. Im ersten Teil zeige ich euch, wie man den testet, erkläre die Pins mit schematischen Darstellungen und Zeichnungen, wie ihr den reparieren könnt und testen, ohne den zu öffnen. Im zweiten Teil werde ich den aufmachen. Im dritten Teil zeige ich euch, wie man 2 Zellen nachladen kann. Und im vierten Teil zeige ich euch, wie man 2 Zellen auswechselt. Kommen wir zuerst mal zu den Pins. Wenn ihr da, das ist ein guter, der funktioniert. Ihr seht hier oben diese Pins. Ich erkläre das mal schnell anhand von diesem Bild. B+ sind diese zwei hier, die sind zusammengeschaltet. Dann TH, das wird wahrscheinlich für den Temperaturfühler sein. ID wird dafür sein, dass der kommuniziert mit dem Ladegerät. Dann haben wir C1, C2, das ist C1, das C2, dann C3, C4 und hier ist der B-. Gut, damit man versteht, um was es geht, habe ich da mal so eine Zeichnung gemacht und lege jetzt den auseinandergebauten Akku genauso hin wie auf dem Bild. Ihr seht, hier ist das B+, das ist das B+, geht hier an den ersten Pin, wie da oben gezeigt in diesem Bild. B+ an ersten Pin. So. Dann seht ihr hier oben die Ballasterverbindungen. Dieser hier ist C4. Dann haben wir diesen hier C3, diesen hier C2 und hier C1. Und hinten geht das B, was ist das? B-. B- geht da wieder zurück. Sieht man es hier, B-. Gut. Die Zellen, das sind immer 2 Zellen, parallel geschaltet. Und dann 5-mal in Serie. So ergeben sich die 18 Volt Nennspannung, denn die Nennspannung von einer Zelle ist 3,6 Volt. 5-mal in Serie ergibt 18 Volt, 2 parallel, das bedeutet, die sind parallel geschaltet, verbunden miteinander. Da erhöht sich die Kapazität. Angenommen, der hat 2,5 Ampere-Stunden eine Zelle, dann hat er 2 im Parallel 5 Ampere-Stunden. Also ist das ein 5S, 5-mal Serie, 2P Akku mit insgesamt 5 Ampere-Stunden. Gut. Jetzt, damit man das versteht, damit man den laden könnte und testen, ohne dass man ihn aufmacht, kann ich jetzt einfach mal einen Akku nehmen, stelle da mein Messgerät auf, bei mir 60 Volt, Gleichspannung. Jetzt messe ich den zuerst mal durch. Ich gehe vom B- aus auf C1. B-, das heißt, ich muss den schwarzen ins Minus stecken. So. Und jetzt gehe ich ins C1. 3,7, gehe in den nächsten. Letztlich wird sich das immer erhöhen. Und am Schluss ins B+ habe ich 18,71 Volt. Und da ist jetzt auch alles in Ordnung an dem. Wir haben jetzt nichts anderes gemacht als von B- auf C1, dann haben wir diese 2 Zellen gemessen.
dann von B- auf C2, dann haben wir die plus die. Und dann von B- auf C3 haben wir die plus die plus die und so weiter. Jetzt, wenn wir die einzelnen Zellen messen wollen, zum Beispiel, ich fange wieder an bei B- und C1. Diese zwei möchte ich messen. Wie gesagt, gehe ich rein, B- und C1. Und zwar mit der richtigen Polarität. Jetzt kann ich mir das schnell notieren, 3,74. Jetzt schaue ich den nächsten an. Jetzt möchte ich diese zwei wissen. Dann muss ich zwischen C1 und C2 messen. Und zwar ist das Minus jetzt hier auf C1. Also ich gehe mit dem Minus auf C1. Mit dem Minus auf C1 und mit dem Plus auf C2. So, 3,74. Und warum mache ich das so genau? Ich sage es euch, ich werde mal noch ein Video machen. Ich hatte letztens einen Dewalt-Akku, da haben sich die Zellen umgepolt und aus Plus wurde Minus. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Das Video wird folgen. Gut, jetzt gehe ich weiter. Jetzt will ich diese drei Zellen. Dann muss ich C2, C3. Das bedeutet, C3 ist der Plus. C3 ist hier. Und C2 ist hier. 3,74. Wenn ich jetzt da vorne ein Minus hätte, würde etwas nicht stimmen. Aber da stimmt alles. Gut, haben wir alle, ich weiß es nicht, diese müssten wir noch, das ist zwischen C3 und C4. Dann ist in diesem Fall jetzt C3 das Minus, C3 das Minus und C4 das Plus. Ist auch gut, 3,74. Ich habe kein Minus hier, alles in Ordnung. Und die letzte noch ist zwischen C4 und B+. B+ ist das Plus, gehe ich mit dem roten ins B+ rein und mit dem negativen, dem Minus, gehe ich ins C4. So, auch 3,73. Ihr seht, dieser Akku ist komplett in Ordnung. Kommen wir zum Nachladen. Angenommen, alle eure parallelen Zellenpaare haben unter 3 Volt. Deshalb werden sie nicht mehr geladen, weil der Laderegler, also das Ladegerät, hat gesagt, die haben eine zu tiefe Spannung und hat sich abgeschaltet. Wenn alle in einem Range von 0,1 Volt liegen, dann habt ihr keinen Zelldrift, sondern die liegen alle mit der Spannung etwa am gleichen Ort. Eben wie gesagt, 2,5 Volt ist die Mindestspannung, darunter macht nichts mehr an denen, dann könnt ihr die entsorgen und über 4,2 Volt dürft ihr auch nichts mehr machen, dann sind sie überladen, wenn die drüber sind. Eben wie gesagt, angenommen, alle Zellen haben 3,7 Volt. Jetzt müssen wir alle diese Zellen über 3 Volt bringen, damit das Ladegerät den wieder erkennt. Jetzt können wir schnell ausrechnen, 2,7 Volt haben alle Zellen, mal 5, weil es sind ja immer 5 in Serie. Das heißt, wir haben gemessen am Plus und am Minus 13,5 Volt. Jetzt, damit wir die auf über 3 bringen, ist 3 mal 5, müssen wir die auf mindestens 15 Volt bringen. Das können wir an unserem Labornetzteil einstellen. Ich habe jetzt keinen Akku hier, der man so machen kann. Ich habe hier nur einen guten. Mal schnell schauen, was der noch geladen hat. Der hat 18,72. Vollgeladen bei 4,2 Volt. 4,2 mal 5 gleich 21
Endspannung. Das heißt, wir müssen 21 Volt an unserem Labornetzteil einstellen, damit wir durch die ganze Batterie durchladen können. B+ zu B- betrifft alle Zellen. Damit wir das einstellen können, es gibt Constant Voltage, Constant Current. Ihr könnt uns gerne andere Videos von mir schauen, da erkläre ich die Basics. Ich muss zuerst unter 4 Volt einstellen, damit ich hier einen Kurzschluss machen kann. Dann kann ich hier die Stromstärke einstellen. Ich gebe jetzt hier zum Beispiel mal 600 mA oder 700 mA gebe ich hier mal. Und jetzt kann ich das direkt an meinem Akku einstecken. Ich löse das wieder. Jetzt muss ich natürlich die 21 Volt einstellen. So, jetzt am richtigen Ort einstecken. Hier haben wir das B+. Hier haben wir das B-. Keinen Kurzschluss verursachen. So. Der ist da nicht richtig drin. So, jetzt. Ja. So. Jetzt lädt er mit unseren gewünschten 700 mA. Lädt den hoch, bis er 21 Volt hat. Und dann ist er voll. Also in eurem Fall müsst ihr das eigentlich nur machen, wenn der unter 15 Volt hat, der ganze Akku. Aber alle Zellenpaare im Range drin liegen, plus minus 0,1 Volt. Dann ist er einfach in der... hat sich das Ladegerät abgeschaltet, dass der gar nicht mehr lädt. Ihr müsst ihn einfach nur über 3 Volt bringen. Das heißt 3 mal 5, über 15 Volt. Dann könnt ihr aufhören und dann könnt ihr ihn einstecken im Ladegerät und dann sollte das wieder funktionieren. Das war Fehler 1. Kommen wir zum zweiten Fehler. Angenommen, alle eure Zellen haben 3,5 Volt. Außer diese beiden haben zum Beispiel nur 2,7 Volt. Jetzt müssen wir diese beiden Zellen auf diese 3,5 Volt hochbringen. Das heißt, ich stelle wieder unter 4 Volt, mache einen Kurzschluss und jetzt gebe ich da vielleicht ein bisschen weniger, gebe ich nur irgendwie 300 mA. Stelle auf die gewünschten 3,5 Volt. Jetzt muss ich diesen schnell nehmen. Was haben wir gesagt? Diese zwei wollen wir auf 3,5 Volt hochbringen. Ich muss mal schnell schauen, was die haben. Die haben 3,18. Also es würde gehen mit diesem Beispiel. Jetzt kann ich entweder direkt hier das Minus ranmachen und hier das Plus oder über die Pins. Das geht auch. Nur wenn ihr hier schaut, Plus und Minus geht direkt an die Batterie. Und diese Pins hier, die laufen hier durch diese Platinen durch. Da wird es wahrscheinlich eine Sperrung geben, damit da gar nicht so viel Strom durchfließen kann. Probieren wir mal. Müssen wir schon schauen.
Dann ist diese beide wollen wir nachladen. Dann ist C1 das Minus. Dann stecke ich mal C1 ins Minus rein. Und C2 müsste dann das Plus sein. Schließe ich das hier. Genau. Wir sehen jetzt, er lässt nur 0,07 Ampere durch. Es funktioniert so, geht einfach extrem lange. Wenn ihr so einen Fall habt, eben sowieso aufmachen. Wir machen das jetzt anders. Also es würde funktionieren, dass man ohne den Akku öffnet, den nachladen kann. Aber eben wie gesagt, schauen wir, wenn er offen ist, kann man mit den Klemmen direkt daran gehen. Hier habe ich das Minus und hier habe ich das Plus. Und wenn ihr seht, wenn ich jetzt da direkt den so lade, da bringe ich auch die 300 mA rein. Die könnt ihr jetzt da so befestigen, bis der so hoch geladen ist wie die anderen. Und wenn ich diese zwei Zellen aufs gleiche Niveau gebracht habe wie alle anderen, dann kann ich den wieder einstecken und das Ladegerät lädt wieder. Das sind eigentlich die häufigsten Fehler. Eben wie gesagt, unter 2,5 Volt könnt ihr entsorgen. Da hatte ich zwei Spezialfälle, die haben sich sogar noch umgepolt, also aus Plus wurde Minus und aus Minus wurde Plus. Das kann sehr gefährlich sein, wenn man so etwas wieder lädt. Wenn die zum Beispiel 4,3 Volt haben, dann sind die überladen. Das ist auch sehr gefährlich. Da kann es auch brennen, die können explodieren. Deshalb checkt immer, so wie ich das vorhin gezeigt habe, zuerst alle Zellen mal durch, wie das aussieht. Machen wir mal auf. Die haben da so spezielle Torx drin mit einem Stift. So, jetzt probieren wir da mal an jeder Ecke ein bisschen das anzuheben. Aufpasst, dass man ja nicht in die Zelle reinsticht und einen Kurzschluss macht. So, bei diesem Dewalt-Akku musste ich zwei Zellen rausnehmen, die waren komplett kaputt. Da waren die drin. Jetzt kann man einfach mal schnell bei Google, gibt man das da oben ein. Dann sieht man mal, was ist das für eine Zelle, was kann die. Also in diesem Fall hatte die 2,5 Ampere-Stunden. Kapazität und maximale Entladung mit 35 Ampere. Also jetzt muss ich irgendwas suchen, das diesen Kriterien entspricht. Ich habe mal ein Video gemacht, wie man Zellen testet von A bis Z. Vielleicht dort mal nachschauen. Dann habe ich mir so Listen gemacht, wo ich alle meine Zellen prüfe. Die sind alle angeschrieben, gelagert. Ja, auf alle Fälle habe ich zwei gefunden.
die genau passen würden. Die bin ich jetzt gerade am Entladen. Ich entlade die mit, seit 15 Minuten bin ich die am Entladen. Mit einem Ampere entlade ich die. Die haben jetzt 3,51 Volt. Ich habe das schon mal angeschrieben. Die hinterste hat 3,17, 3,20, 3,15 und die hinterste hatte 3,22. Das ist, sieht man hier, die kleinste und das ist die höchste. Die hat 0,07 Volt Differenz. Da muss ich jetzt nichts mehr nachladen, so wie vorhin. Das liegt alles im Range drin. Das wird nachher das Ladegerät ausbalancieren. Ich warte jetzt, bis die runter sind auf 3,2 Volt und dann kann ich die einbauen. Nickelstreifen habe ich mir schon mal bereitgelegt. Ich nehme da 0,2er, der dickere, weil eben das sind Hochstromanwendungen. Hier könnt ihr nicht einfach eine Batterie von einem Laptop da reinmachen, da geht nicht, weil der kann vielleicht 5 Ampere maximal abgeben, aber so diese Geräte können zum Teil 20, 25 Ampere Strom aufnehmen. Und da muss die Zelle das auch vertragen, sonst fliegt euch die Zelle um die Ohren. Deshalb schaut sonst mein anderes Video, wie man Zellen testet von A bis Z, damit ihr auf der richtigen Seite seid. Auch mit Innenwiderstandsmessungen und alles wird da schön von A bis Z alles erklärt. Diese Zellen hatten 2,5 Ampere-Stunden Kapazität. Die sind mittlerweile, das ist von 2018 der Akku, der ist über 6 Jahre alt. Ich verwende jetzt die Zellen, die 2,25 Ampere-Stunden haben, denn die haben ganz sicher nicht mehr ihre volle Kapazität. Das ist so ein Erfahrungswert, den ich da habe. Währenddem wir noch warten, bis die Zellen entladen sind, zeige ich euch noch schnell, das ist ein Einhell-Akku. Das ist ein großes BMS. Wenn man das vergleicht, da ist nicht sehr viel drauf. Da wird eigentlich beim DeWalt alles mehr oder weniger vom Ladegerät gemacht. Die Batterie beim Einhell ist komplett in sich selber geschützt. Also die Balancing wird über das BMS gemacht. Er ist kurzschlusssicher, der Unterspannungsschutz, Überladungsschutz, da ist eigentlich alles drauf. Ich zeige euch mal schnell, wie man die wegnimmt, da, damit ihr das auch noch gesehen habt. Da ist ein Temperaturfühler. Hier habe ich schon mal schnell angeschrieben, was die Probleme sind. Ihr seht, diese zwei Zellen hier hinten haben nur noch 3,46 Volt, alle anderen haben 4,0809 und die hinterste ist komplett tot, die hat 0,34. Also die werde ich jetzt nachladen auf die 4,09 hoch und diese beiden werde ich austauschen. So, auf der Plusseite müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. In der Mitte ist Plus, außen der Ring ist Minus. Wenn ihr da dazwischen geht, macht ihr einen Kurzschluss. Deshalb müsst ihr hier extrem aufpassen. Was auch immer, Schutzbrille anhaben. Ich habe immer einen feuerfesten Eimer neben mir, eine Feuerlöschdecke, damit wenn irgendwas passiert, kann ich das Pack in den Eimer werfen und rausstellen.
Wir sind immer noch beim Einhell-Akku. Die hinterste will ich auf 4,9 hochladen, damit sie gleich viel hat wie alle anderen. Da stecke ich mir jetzt mal die Dinger da rein. Das zum Plus. Hier haben wir das Minus. Die halten besser das mit den Klammern. So, jetzt muss ich da mein Gerät wieder einstellen. Zuerst eben unter 4 Volt Kurzschluss machen. So, da gebe ich jetzt direkt 1 Ampere drauf. Oder vielleicht auch mehr, weil das geht ewig. Und die haben ja 3,5 Volt, also die sind gut, die Zellen. Ich gebe 1,5 Ampere. So, jetzt stelle ich die auf 4,9 Volt wie die anderen. 4,09 wollte ich sagen. Stelle die jetzt mal auf 4,1. So. Plus Minus nicht vertauschen. Und los geht's. Jetzt werden die geladen. Die Zellen haben nun die Spannung erreicht von 3,2 Volt. Jetzt mache ich da noch schnell diese Nasen weg. Schleife die schnell ab. So, sieht das da gut aus, sind wieder schön flach. Jetzt kann ich die da wieder reinmachen. Hier haben wir das Minus, dann muss hier das Plus sein.
Funktioniert wieder. Was ich auch immer mal noch mache, ich kontrolliere immer mal schnell, ob die irgendwie Wärme entwickeln. Fasse die auch an. Auch dieses Pack hier beim Laden werde ich immer mal wieder kontrollieren. Kann man auch mit einer Wärmebildkamera machen. Ich werde dieses Pack jetzt sicher einmal ganz voll laden, dann voll unter Last entladen und nochmal aufladen, um zu sehen, wie die Zellen sind nach einer vollen Ladung und nach einer vollen Entladung. Ob ich da große Differenzen habe, werde ich jetzt sicher zweimal auf und runterladen, dem schnell beobachten, und wenn der unter Last schön die Zellenspannung hält, dann ist das so in Ordnung.